Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Maize. Wir waren bei der Geschichte hier, ne? Ach genau, und das mussten wir erstmal wieder komplett zusammenstückeln. Genau, das war's. Wo ist Vladi? Vladi ist da. Vladi. Ach ja. Ich glaube, ohne den und ohne die beiden, ich nenne sie jetzt mal verrückten Wissenschaftler, wäre das Spiel nicht halb so gut. Weil allein vom Rätseldesign her ist es halt so, ja, also ist okay. Aber letztendlich ist es halt einfach nur, finde Item A, platziere es an Stelle B. Also das ist sehr übersichtlich gehalten, sagen wir es mal so. Aber wir brauchen in der Tat noch so ein kleines Treppchen irgendwoher. Gott, ich komme mir hier echt irgendwie vor, als würde ich hier irgendwelche Versorgungsschächte der Voyager lang kriechen. Da ist jetzt auch zu. Okay, das macht natürlich vieles einfacher. Hoffentlich. Schränkt zumindest die Auswahl ein, wo ich Items finden kann. Wenn ich da drüben nicht hin kann. Ich meine, die Boxen, also diese orangenen Kartons sind zwar so ein bisschen, ja, die zerstören zwar immer so ein bisschen, ja, die Atmosphäre. Trifft's das? Weiß ich nicht. Also die passen irgendwie nur so halbherzig da rein. Ist aber natürlich eine ganz gute Lösung, um dem Spieler auch zu sagen, hier, lauf mal nicht wieder die 8 Kilometer nach da hinten. Da findest du nichts, was du brauchst. Von daher ist das schon eigentlich ganz okay. Hätte sie vielleicht farblich ein wenig dezenter oder mehr in die Umgebung passender gestalten können. Oh, aber hier ist jetzt offen. Hier war vorher noch zu. Ha. Hatte ich... Na, ganz toll. Hatte ich Voyager gesagt? Ja, solange nicht Captain Janeway mit ihrer Haartolle auftaucht, ist alles okay. This time Vladdy told you where he is from. Vladdy is from small box, very dark, then stupid idiot brought him out the box, and it was sad. Now, we are here. Okay. Oh nein. Completely lazy mystery novel. Okay, was haben wir hier? Bob, I don't care how good a deal you got. No more lobbies! Idiot! Ich frage mich, ob ich denen einen russischen Akzent geben sollte. Bob, you stupid dummy. Why you commissioned that artist to make these maps is beyond me. They are unreadable. Everyone is getting lost down here. Ja, okay, wir hatten irgendwas zu lesen, ne? Night Danger 2. Danger. Oh Gott, allein für das Wortspiel möchte ich mich schon übergeben. After an unexpected hit, the maligned author was forced to write a sequel. This time he saved everyone the trouble of reading the book altogether and revealed the killer on the backflip. The novel actually chronicles the detective's struggle to return a pair of detective pens. Oh Gott. Warum? Okay. Okay. Ganz viel Papier auf dem Boden. Sticky Notes. Natürlich ist das ein Red Marker. Ich dachte schon, das wäre ein Klebestift. My God, Bob, what is this? There's no way in any conceivable universe that we can turn this facility into a resort. Stop it, you dummy! Ich frage mich gerade, ob Ted vielleicht einfach inzwischen, also ob sich Ted quasi entsprechend in Mais verwandelt hat. Wisst ihr, den wir gesehen haben, der nochmal reingekommen ist und die Flasche umgeworfen hat und so. Natürlich, wir nehmen den ganzen Watercooler mit. Den stecken wir kurz in unsere Hosentasche. Ganz klare Sache. Hatten wir noch was? Welcome to Land.
A very slick-looking proposal to rework the facility into a high-end theme park and casino resort. Has lots of pleasing looking graphs pointing upwards, so you know for sure that's a good idea. Some notable attractions include Vadland, Genetics Kingdom and Kitchen. Alter, ich glaube, die Entwickler haben einfach sehr, sehr viel Spaß gehabt, sich diesen ganzen Scheiß auszudenken. Ich finde das gut. Facial Recognition Security Checkpoint. Guck mal, da ist doch ein Teil garantiert der Watercooler, oder? Eine Pflanze? Nee, vielleicht auch keine Pflanze. Ich habe keine Ahnung. Was ist das da unten? Okay, da fehlt auf jeden Fall noch was. Hiya, Ted. Since you're so worried about security, I did you a favor and beefed up the doors to your room. You're absolutely welcome. Bob, you jerk. I can't even get into my room because of these stupid discount security measures. Fix it! I'm sick of sleeping in the grotto. Ach ja. Die beiden, ein Herz und eine Seele. Was zur Hölle ist das alles? Tuff. Okay. Whatsoever. Ist das die Küche? Möchte ich hier sein? Möchte irgendjemand hier sein? Can be opened from the kitchen. Okay, das heißt wir... Okay, das heißt wir müssen rein, um da reinzukommen? Das ist irgendwie schwer. Was ist denn... Wo ist denn Vladi? Können wir nicht Vladi einfach da reinschmeißen? Ach Gott, ich versuche immer noch zu springen. Ja, da steht auf jeden Fall Kleber oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Okay, da kommen wir nicht durch. Okay, hier steht auf jeden Fall eine Pflanze. You take so many useless things, idiot. Gott, wie vollgerümpelt mit Scheiße es hier auch ist. Das ist unglaublich. Huh. Ja, okay, also wir können das Ding jetzt natürlich nicht? Okay, ich dachte, das hat damit irgendwas zu tun. Sonst ist hier nix. Bedauerlich. Oh nein, mehr Steine. A rocky rock. Now, this is a rock that knows its place in the world, unquestioning, unwavering, happy and basking in its complete and utter rockiness. You've named it Shelby. Okay, da unten ist auf jeden Fall große Zettelparty. Und irgendwas ist da auch noch. Okay. So, Bob, what do you think of this? See what you have driven me to? Jerk. Hey, Ted, this is great. Really excited to see you get into the spirit of things. I added one of mine so we could be side by side. Really think it balances the space well. Ah! Wo kommt die auf einmal her? Okay. Oh, kommt Vladi nicht über die Stufe. Oh, tut mir leid für Vladi. Giving up on the Corn's ability to be weaponized on any level, the scientists attempted to see if they could be of any use in the general workplace. They weren't, opting to take naps instead. However, the Corn did display a fondness for stacking orange boxes, which they did so every chance they could, the goal of which seeming to be directing the researchers to do what they wanted. Ugh. Okay, kurz zusammengefasst,
Nachdem sie festgestellt haben, dass man den Mais mit Bewusstsein nicht als irgendeine Art Waffe verwenden kann, haben sie versucht, irgendwas anderes damit zu machen, beziehungsweise haben sie versucht, also haben die Wissenschaftler versucht, hier allgemein irgendwie nützlich zu sein, was irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Aber sie haben gemerkt, dass der Mais angefangen hat, orange Kisten zu stapeln und da ein sehr großes Faible für hat und das offenbar auch bei jeder erstbesten Gelegenheit tut. Und zwar, um die Wissenschaftler genau dahin zu lenken, wo sie hinhaben wollen. Was das hier mit den orangenen Boxen, die wir hier die ganze Zeit die wir hier die ganze Zeit sehen, irgendwie minimal creepy macht. Minimal. Okay, da kommen wir schätzungsweise nicht durch. Aber hier hinten ist noch irgendwas. Was auch immer das ist. Wo ist eigentlich die Hantel hin? Hatte ich nicht eine Hantel eingesammelt? Oder ist die nur ins Folio gewandert? Bob's Journal, Alter. Ist der ernsthaft eine goldene Decke und ein goldenes Kissen? Ah, das ist tatsächlich eine Tür. Okay, ich war mir nicht so sicher. Es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Textur. Aber okay, es scheint tatsächlich eine Tür zu sein. Weitere goldene Scheißhäuser. Okay, fantastisch. Oh, da liegt noch was auf dem Boden. Wäre gleich wieder ordentlich was zu lesen. Okay, geht hier sonst irgendwas? Gott, das ist so voll gerümpelt hier. Written entirely in red pen, it isn't so much a journal as it is a mindscape with occasional pictures. Massive, ambitious plans are written down and abandoned midway through inception, and sometimes mid-sentence. Da wollte ich hin. Bob mistakenly thought that capuchin was another word for delicacy? Delicacy. Egal. And ordered thousands of boxes to snack on. When he was told that the snacks were in fact for monkeys, he ate them anyway. Bought in bulk and commissioned in a variety of materials, Bob seems to have ordered more statues than can possibly be fit inside the facility. Due to this, a statue storage fee is also included. He did indeed get a discount, but the cost is so outlandish in the first place that the missing zero is barely noticeable. Ja, okay. Das muss hier hin. Ich weiß das genau. Diesen scheiß Muffin loswerden. Ach, da geht's noch runter. Guck mal einer an. Vielleicht finden wir hier irgendwo unser Treppchen. Was ist das denn? Coffee Trolley, out of coffee. Aber wir haben auch gerade kein... Oh Gott. Ach, hier ist das, okay. Ich nehme erstmal die Sachen mit. Was ist das hier? Ein Ball. Medizinball, okay. Ich dachte aber, die Dinger wären größer. Okay, war irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Hiya, Fernando. Wer ist denn Fernando? Ah, Moment. Fernando war der Typ mit dem Fedora. Ich erinnere mich. Could you be a pal and place the tour brochures across the facility? There is only a few hundred sold. You'll be able to do that in no time flat. Fernando, you cretin. Cretin vor allem. Ignore that idiot Bob's request. What you really need to do is sort the samples in the genetics lab from the least reactive to the most. So go do it. Hey, Fernando, got a more important job for you than that. Need the statue directly above you moved about an inch or so.
Scaffolding's already set up, so you'll finish in about an hour or so. Fernando, you lazy oaf. Don't touch that statue. We don't need yet another insurance claim. Instead, go to the second floor of the barn and observe the corn's behavior in their habitat for several days. And don't move a muscle. That'll throw the data off. Hey, Fernando, don't worry about that observation stuff. The corn will take their own notes. Really need you to hang about a few dozen new paintings. Oh Gott, reden ist heute nicht mehr meins. Paintings, nicht paintings. New paintings that just came in. Be a pal and set that up, would you please? Thanks. Fernando, you twit. Don't lift a finger for those paintings. Instead, use this pen drafter. Use this pen, draft a letter for me. Dear Bob, you are a nitwit and idiot. Kordialität. Kordialität. Großartig, hier ist noch irgendwas. Der Masterplan, okay. Noch irgendwas übersehen? Also abgesehen davon, dass wir da noch irgendwas mitmachen können. The final page consists of 6 appointments. 9 a.m. Do nothing. 11 a.m. Pick up new fedora and glove. Noon. Torture stupid corn for amusement. 3 p.m. Hide to avoid work. 5:45. Torture corn. 6 p.m. Initiate master plan. A peculiar book on how to be an assistant in the workplace, whose end appears to be to do as little work as possible. Chapters include how to shred everything, an intro into hiding in the office, and shifting blame to the intern. Appears to be the only thing Fernando, the founder's assistant, put any effort into, aside from shredding important documents and wearing fancy fedoras and gloves. It's a very poor plan involving jumper cables and a strange lightning rod, and somehow turning into an all-powerful god. Notes read that the stupid corn told me their secret, and Bob and Ted will be my assistants now. Ja, der Masterplan hat ja fantastisch funktioniert, wie wir eindeutig gesehen haben. Okay, aber zumindest, also auch wenn wir unser Treppchen nicht gefunden haben, können wir doch den Ball hier platzieren. Ich habe nur, ganz ehrlich, keine Ahnung wofür. Um ehrlich zu sein. Okay. Das war einfacher als gedacht. So, das war hier, ne? Okay, wir kommen noch nicht dran vorbei. Ah, doch, von hier. Sieht überzeugend aus. Funktioniert garantiert. So bescheuert. That does not sound good. Aha! I finally found you! You've fallen into my clutches, just like all the others. I must say, I'm quite disappointed. I thought you were more clever, more interesting. But no matter. Now, your suffering will be so incomprehensible that your small mind will break! Stupid plant, why is your face like that? What is that? Your stupid face is very bad. Dumb plant. Is that on purpose? Shut up, you mean furry stupid! How dare you! I am the pinnacle of my race! You will pay for this insult. Let me just... Ow! What's Stop! up, boy? Stop biting! Ow! Chief! If biting is cheating, I win by default. Your plans have been foiled by my plans, which are better than yours, you dummy! And I am most certainly not retreating. You know, this place is filled with idiots.
So, that happened. Ja. Ja. Unicorn Candle Holder finde ich super. Hätte ich auch gerne in meinem Leben. Vielleicht ein bisschen bunter, nicht unbedingt das weiße Porzellan, aber grundsätzlich weit vorne. Okay, 3 weitere Items. Hier können wir nichts machen. Wohin genau ist... Okay, wo auch immer der Mais hin verschwunden ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Was zur Hölle ist das? A cheap knockoff of a well-known decaf coffee brand. Okay, es ist quasi... koffeinfreier Kaffee. Koffeinfreier Kaffee meine ich. So, 4 Items sogar, okay. This is a candle holder carving of Dave, the legendary unicorn brought to life by a hungover demigod. Großartig. This magical creature possessed near infinite foresight and a complete lack of spatial awareness. It fell to its death immediately after it was created. It's an old newspaper clipping that shows a very young Bob and Ted winning a science award for an artificial intelligence prototype. Judging by their their partnership hasn't changed much since then. The article notably praises the display's slick presentation, spared by Bob, and completely ignores the sciencey parts which Ted did on his own. Ja, okay. Also hat sich wirklich nichts geändert. Written entirely in blue pen, in perfectly sized paragraphs, is the most depressing diary known to man. Highlights include many thoughts on optimal SOC organization, regrets on his partnership with Bob, and sadness that his own project, an experimental AI program, couldn't get funded. A lab report outlining further tests on the facility's breakthrough test subject, the famed female Ruby Queen Corn. Much more concerning than the last one, as it uses phrases like "can't be controlled," "the corn follow her," and "much too British." It recommends sequestering subject as soon as possible until further notice. Okay. Ich habe leider gar keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Um ehrlich zu sein. Aber wir werden es schon rausfinden. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann.